Na, weiter geht's bei Fire Emblem Warriors Three Hopes. Und wir können uns von Edelgard Dinge über ihre Schinden zählen lassen. Aber dann fangen wir bei ihr selbst an. Well, you're certainly not timid. You do realize you're addressing the heir to the imperial throne, yes? Das ist mir vollkommen klar. Still, I suppose I admire that sort of freedom. It must be nice not to have your lot in life decided for you. Das stimmt. Die ist aber auch hübsch, ne? What the fuck? Also für eine gezeichnete Frau, ne? Muss ja immer dazu sagen, es gibt ja Leute, die sich wirklich dann einen drauf aufgeilen an künstlichen Figuren. Kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Ja, ich sag auch beide, das ist meine Waifu, aber das meine ich eher im Spaß und nicht wirklich ernst. Ne? Nur, dass wir uns da verstehen. Edelgard ist aus dem Kaiserreich Adrestria, ist Kämpferin, hat 2700 KP, 11 Stärke, 10 Magie, 10 Behendigkeit und 11 Charme. Ist ein Panzerlord. Cool. Bei mir wurde sie ja später eine schwere Ritterin. Signaturfertigkeiten, Protuberanz Level 1, kaiserliches Prestige Level 1 und Ehrgeiz Level 1. Und die Details anzeigen, Angriffe mit Feuer werden verstärkt. Beim Befehl zum Angriff durch Gegner erlittener Schaden ist um 30% verringert und wir haben noch bewirkt, dass Gegner die Abwehr nutzen, nichtsdestotrotz 50% des kalkulierten Schadens erleiden. Das ist cool. Okay. Hubert. Hubert of House Vestra is my attendant. His family is unusual in that they're noble but lack territory of their own. Okay. Hubert is deeply loyal to me, and you can trust him completely. In fact, I imagine he's quite grateful for what you've already done. Ja, Magie, Behendigkeit, Geschwindigkeit und Charme und Glück noch so ein bisschen. Ist Magier und hat die dunkle Beschwörung. Verleiht geringe Chance, Gegner beim Angriff mit einem Dorn zu durchbohren. Und nett. Weitere Angriffe verstärken ihn. Durchdrücken von ZR explodiert er und fügt je nach Stärke Dunkelschaden zu. Wahrnehmung Level 1 bewirkt, dass die Stachelанzeige etwas länger sichtbar ist. Und Offizierspflicht beim Befehl zum Beschützen durch gegnerischen Schaden wird um 30% verringert. Alles klar. Dorothea. Auch eine Schönheit. She's an up-and-coming songstress in a famous imperial opera company. Or she was, at least. For some reason, she abandoned her musical career and enrolled in the Officers' Academy. She has a very magnetic personality, which I'm sure you'll see. Die wurde bei mir eine Magierin mit Schwert. Das war ganz interessant, weil eigentlich hat sie mir gesagt, sie würde gerne was anderes werden. Aber ich habe mir gedacht, nö, du bist jetzt das. Und hat auch funktioniert. War echt stark. Eine meiner besten. Bin halt guter Lehrer. Behendigkeit 10 und alles anderes so lala. Das ist eine Mönchen. Ja. Fast ist eine Magierin. Okay. Na gut, das trifft sich ja gut. Dann wirst du auch Magierin werden. Sie hat die Fähigkeiten prismatische Resonanz Level 1, gewährt eine geringe Chance durch normale Angriffe, Musiknoten in der Nähe der Einheiten zu erzeugen. Angriffe auf die Noten lösen elementare Schockwellen aus. Unterstützung, Skaldin Level 1, füllt die Erweckungsanzeige vom Verbündeten in der Nähe und heilt ihre KP etwas, wenn die Einheiten einen Krieger-Spezialangriff abschließt. Und dann haben wir noch, die kann man mal auslassen, wenn ich nicht lese, beim Befehl zum Besetzen, bei Gegnern der Schaden ist um 30% erhöht. Gute Fähigkeit, Dorothea. Gute Fähigkeit. Dann haben wir Ferdinand, haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Ich habe ihn nicht gefunden. Okay. Ist ein Soldat, wäre gerne Kavalier, kann er gerne werden. Und er hat die Fähigkeiten maximale Wanderlust bei 300 und mehr Treffern. Ich mache es nicht bei allen, ich mache es nur bei den Leuten, die wir später auch spielen werden. Ihr wisst ja, Edelgard Story und so. Bei 300 mehr Treffern gewährt proportional zur Trefferanzahl eine Erhöhung der Geschwindigkeit. Streichliste füllt die Wirkungsanzeige etwas auf, wenn ein gegnerischer Kommandant besiegt wird. Adelsstolz beim Befehl zum Besetzen durch Gegner erlittenen Schaden ist um 30% verringert. Und dann haben wir Bernadetta, die ist ja nicht hier, mit der können wir nicht reden. One of our classmates usually stays holed up in the dormitory instead of coming on these assignments.
Her name is Bernadetta. If you bump into her, don't be surprised if she screams and runs away. That's sort of her thing. Ja, die ist echt komisch. Sie ist Kämpferin, wäre gerne Schützin. Das machen wir doch alles. Persönlicher Bereich Level 1. Drücke ZR, um eine Zone aus Eis zu erschaffen, die den kritischen Wert erhöht. Löse eine lange Abklingzeit aus. Verfolgungswahn. Den hat sie. Bei einem Treffer durch gegnerische Angriffe gewährt eine sehr geringe Chance, den bei Gegnern verursachten Schaden vorübergehend zu erhöhen. Meisterschecken Level 1. Beim Befehl zu beschützen. Bei Gegnern verursachter Schaden ist um 30% erhöht. Dann haben wir noch Kaspar. Kaspar is the second-born son of a great and noble house. But as he's not the heir, you might say he joined the academy to make his own way. War and fighting are his sole pursuits, so I bet the two of you will get along just fine. Ich möchte gerne ein Bandit werden. Er wurde bei mir später zu einem schweren Ritter. Hat er auch einen sehr guten Job gemacht. Ups. Ja. Für die Geschichtsbücher Level 1. Halte den Knopf gedrückt, während du Kraftangriffe ausführst, um den Angriff aufzuladen und die Angriffsreichweite und den verursachten Schaden um eine Stufe zu erhöhen. Fäuste der Gerechtigkeit Level 1. Erhöht den Schaden an der gegnerischen Starre-Anzeige etwas. Rauflust. Beim Befehl zum Besetzen bei gegnerischer Schaden ist um 30% erhöht. Richtig? Genau. Können wir uns das leicht merken. Und dann haben wir noch Petra. Petra isn't from the Empire. She's the granddaughter of the King of Brigid, which is an archipelago situated off our western coast. You'll find her a quick study, a gifted fighter, and endlessly curious. But always come prepared to talk, because she'll definitely want to pick your brain. Möchte ich eine Diebin werden? Nein, meine Liebe, du wirst keine Diebin, du wirst bei mir immer eine Wyvern-Ritterin. Und warum? Weil das ihre geheime Stärke ist. Da war sie richtig, richtig verdammt gut. Und sie hat die Fähigkeit Windsturm Level 1, die Ausweichdistanz wird etwas erhöht, ausweichen muss hat der sehr geringen Windschaden. Jagdinstinkt füllt die Wirkungsanzeige jedem kritischen Treffer etwas auf. Fremde Technik Level 1, mein Befehl zum Angriff, Schaden ist um 30% erhöht. Jawohl, deswegen wir dasselbe. Kann das sein? Und zuletzt Linhard. Surely you know someone like Linhart. He's as bright as they come, yet just as lazy as well. That's simply how he is, though. I can't force him to apply himself, but he'll come around, most likely. Ja, Priester war er auch bei mir, hat immer sehr schön geheilt. Laues Lüftchen führt die Einheit einen abschließenden normalen Angriff aus, bilden sich 2 Windkugeln vor ihr. Die Kugeln greifen automatisch Ziele in einen kleinen Umkreis an. Er erhöht die Menge an KP etwas, die die Einheit automatisch regeneriert, wenn sie sich in einem bündenden Bollwerk befindet. Beim Befehl lädt eine Schaden, bla bla bla. Was ich mich gerade frage ist, kann man hier auch aus den anderen Häusern Leute abwerben, dass sie dann bei einem selbst im Haus sind? Weil dann gäbe es ein paar Kandidaten, die ich unglaublich gerne in mir im Haus hätte. Ui, die Lehrerin, die fast nichts anhat und die männlichen Schüler alle wild und wuschig macht. Puh, ich habe heute so viele Leute geheilt, ich will nie wieder auch nur einen einzigen Verband sehen. Ich meine, seht euch mal an, wie hoch die geschlitzt ist. Was für ein Dekolleté die hat. Ich meine, what the fuck, das ist eine Lehrerin. Ey, hallo, ich hab dich weitergekriegt. Oh, wen haben wir denn hier? Nein, warte, sag nicht, lass mich raten. Du bist die tapfere, umherziehende Ritterin, die vorhin erschienen ist, um mich mutig vor diesen Banditen zu beschützen. Das so stehen lassen. Ja, genau, das bin ich. Und ich heiße Lana. Ist sehr nett von dir, meinen kleinen Scherz mitzumachen. Also dann, ich bin Manuela, Magistra an der Militärakademie, Ärztin und Sängerin in der weltberühmten Opernkompanie. Heute habe ich aber den ganzen Tag geschuftet, daher bin ich jetzt gerade nur eine traurige, einsame Frau. Ja, ist okay. Ich bin Hannemann, Magister an der Militärakademie. Ich habe Berichte über deine jüngste Heldentat gehört und möchte dir meinen Dank ausdrücken. Och, und ich habe noch eine andere Sache. Verfügst du über ein Wappen? Was ist ein Wappen? Wappen? Das ist diese magische Sache der Adligen, richtig? Hör mir jetzt gut zu. Wappen sind eine Macht, die man in seinem Blut trägt. Sie werden von Generation zu Generation weitervererbt. Wer über ein Wappen verfügt, kann herausragende magische Fähigkeiten haben oder in der Lage sein, mächtige Waffen, Heroenrelikte zu führen. Als ich hörte, was du getan hast, dachte ich, dass du vielleicht eines besitzt, aber deiner Reaktion nach zu urteilen, ist dir das Thema völlig fremd. Das war automatisch. Hallo!
Wenn du mich im Kloster aufsuchen magst, könnte ich deine Unterstützung für den Wappen ans Licht bringen, wird durch... Halt! Du mich verarschen? Hab das doch ausgemacht, diese Scheiße. Ich hab... Das jetzt ausgemacht. Na gut, hab ich halt nicht. Ach, Dimitri. Hey there. Ah, du musst Söldnerin sein, von der ich gehört habe. Ich bin Ash, Student in der Militärakademie von Garrick Mark. Kennst du die Akademie? Also die Studenten werden dort in 3 Häuser aufgeteilt, je nachdem, woher sie kommen. Sagen, dass du schon davon gehört hast, sagen, dass nichts darüber weiß. Ich habe schon davon gehört. Oh ja, ich habe schon davon gehört. Ich hatte mal einen Auftraggeber, der ständig von seiner Zeit dort geprahlt hat. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sehr viele einflussreiche Adlige und Mitglieder der Königsfamilie von überall her studieren dort. Es schüchtert mich manchmal ganz schön ein, mit den Reichen und Mächtigen zu verkehren. Es ist viel leichter, sich mit Leuten mit dir zu unterhalten. Ach ja, soll das ein Kompliment sein oder eine Beleidigung? Wo ist eigentlich der andere jetzt? Wo ist denn der Ferdinand da? Die konnte ich nicht übersehen. Sieh an, die Söldnerin, die den Anführer dieser Diebe niedergestreckt hat. Ich muss sagen, du hast ein nicht unwesentliches Talent gezeigt. Ich bin Ferdinand von Egier, rechtmäßiger Sohn des stolzen Geschlechts der Egier, dem führenden Haus des Kaiserreichs. Zugeben, dass du nie von ihm gehört hast. Tut mir leid, aber ich habe noch nie von euch gehört. Bei den Sternen. Du hast noch nie von Haus Egier gehört? Ich hätte erwartet, dass unser Name selbst einer einfachen Söldnerin wie dir ein Begriff ist. Offensichtlich muss ich härter daran arbeiten, dem einfachen Volk ein Leuchtfeuer zu sein, auf das man auf dem ganzen Kontinent unseren Namen kenne. Ja, er war schon immer etwas überambitioniert. Ingrid! Dich will ich rekrutieren, Ingrid! Ich muss sagen, ich war nicht darauf gefasst. Oh, Entschuldigung. Wo kam das denn her? Aber er ist richtig schwummrig gerade. Boah. Mal einen Hustenanfall bekommen. Aber keine Ahnung wegen was. Ich muss sagen, ich war nicht darauf gefasst, dass Dimitris Retterin so umwerfend sein würde. Ich würde dich gerne mal zu einem Abendessen einladen. Natürlich nur als Dankeschön für das, was du für uns getan hast. Sylvain, du sprichst mit einer Person, die seiner Hoheit beigestanden hat. Hör auf, sie zu behandeln wie eine lilaliche Bordsteinschwalbe. Oh, und ich glaube, ich weiß doch gar nicht, wie du heißt. Ich bin Lana. Ich heiße Lana. Merk dir den Namen ruhig, falls du mal jemanden brauchst, der ordentlich zuschlagen kann. Das werde ich tun, auch wenn es bedauerlich ist, dass sich unsere Wege schon wieder trennen. Ich habe das Gefühl, wir begegnen uns möglicherweise erneut. Trotzdem ist es schade, dass keine Zeit bleibt, sie näher kennenzulernen. Und du brauchst dich gar nicht so schief von der Seite anzusehen, Ingrid. Ich lasse einfach nur mein Herz für mich sprechen. Oh Gott. Er war, glaube ich, der Rivale von Ferdinand bei irgendeiner. Oder zumindest haben die sich öfters mal in die Haare bekommen. Der Dewey. Du hast seine Hoheit unterstützt, dafür gebührt dir mein Dank. Ich werde diese Schuld begleichen. Deine Unterstützung als Kleinigkeit abtun. Ach, ich habe doch nur hier und da ein wenig geholfen. Weniger oder nicht, danke dir dafür. Ehrlich gesagt hätte ich dir gerne ein Mahl zubereitet, aber da fehlt uns die Zeit. Ja, ciao. Von den beiden habe ich niemanden rekrutiert. Obwohl ich nett rekrutieren wollte, ich habe es nicht geschafft. Ach, du bist die Söldnerin, wie schön dich kennenzulernen. Ich bin Annette und das hier ist meine beste Freundin Mercedes. Schön, dich kennenzulernen. Hast du schon mit den anderen gesprochen? Ja. Mit den meisten, ja. Ist ein ganz schön bunter Haufen, den ihr da habt. Ja, du bist aber wirklich fix. Wir haben selbst noch nicht mit allen gesprochen. Wir sind noch ganz neu in der Militärakademie. Du kennst die anderen jetzt sicher schon besser als wir. Jo. Hallo Dimitri. Lass mich dir zunächst einmal meine Dankbarkeit ausdrücken, Lana. Wir stehen in deiner Schuld. Und ich habe mir vorhin eine Karte angesehen und mir scheint, das Dorf, das du suchst, liegt etwas weiter im Osten. Dich überrascht zeigen, für den Hinweis danken. Nein, das wollte ich nicht. Ach, verdammt. Danke für den Hinweis. Ich hatte auch auf die Karte gesehen, konnte aber nicht ausmachen, wo im Wald ich mich befinde. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ich mag ihn übrigens nicht aufgrund der Geschehnisse in Free Houses. Habe ihn gerne umgebracht. Ich habe sogar Edelgard den finalen Schlag ausführen lassen. Das fühlte sich so richtig an. Ich hoffe, dass du dein Ziel im zweiten Anlauf erreichst. Du bleibst da bis zur Morgendämmerung. Es wäre schön, wenn jeder nutzt, um dich mit den anderen vertraut zu machen. Jetzt, wo ich das so plötzlich zur Sprache gebracht habe, weißt du wirklich gar nicht, mit wem du dann reden sollst. Daher würde ich dir gerne die anderen Studenten des Hauses der Blauen Löwen vorstellen. Nein.
Danke. Wir haben meine Leute schon kennengelernt, mit denen wir spielen werden. Ihr anderen seid nur interessant, wenn ich euch rekrutieren kann. Und ob ich das kann, das weiß ich nicht. Oh, sind noch ein paar. Wir sind irgendwie an Hilda vorbeigelaufen. Hilda ist auch stark. Das weiß ich noch. Und Lorenz müssen wir auch noch anquatschen. Oh, hallo. Bist du die Söldnerin, die Claude aus der Klemme geholfen hat? Ich habe gehört, du wärst super stark, deswegen hatte ich mir dich als muskelbepackte Riesin vorgestellt. Über die Vorstellung lachen. Tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss. Ich bin ganz normal gebaut. Sehr normal, wenn du mich fragst. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ach, komm schon, ich mache doch nur Spaß. Mit dir scheint mir ganz locker reden zu können. Da konnte ich nicht widerstehen. Jedenfalls danke, dass du Claude geholfen hast. Kein Problem. Auch ist mir keiner von euch unsympathisch. Doch, ich habe mit ihm gesprochen. Wo ist denn der andere? Der Schwertkämpfer-Typ da. In welchem Haus war denn der nochmal? Wisst ihr, wen ich meine? Auch so ein Blauhaardackel, glaube ich. War der hier bei denen? Hier fehlt irgendwie eine. Doch, der war hier bei denen, bei den Blauen. Aber wo ist der? Ach, da. Haben wir gefunden. Felix hieß er, genau. Na gut, nicht ganz blaue Haare. Du bist neue Söldnerin, richtig, Lana? Der Keiler hat gesagt, du wüsstest zu kämpfen. Das musst du mir demonstrieren, ehe du verschwindest. Enthusiastisch zustimmen, das Trainingsangebot ablehnen, fragen, wer der Keiler ist. Ja, zustimmen. Einem Kampf gehen wir nie aus dem Weg. Abgemacht. Vor dem Sonnenaufgang hätte ich Zeit dafür. Ja, ich freue mich drauf. Gut, wie kann ich dann jetzt zum Pennen gehen? Wahrscheinlich wieder zu dem grün blinkenden Ding auf der Karte. Ach nee, ich muss mit Cloud noch reden. Stimmt, ja, haben wir gar nicht gesprochen. Hallo meine Gute, danke für deine Unterstützung vorhin. Ohne dich wären wir geliefert gewesen. Oh, und was die Vergütung angeht, Alois hat mich gebeten, dich nicht selbst zu bezahlen. Ich schätze, die Kirche will das übernehmen. Tut mir leid. Sagen, dass dir das nichts ausmacht. Hey, solange ich bezahlt werde, ist mir egal von wem. Ha, da spricht die Söldnerin in dir. Ach, hast du denn schon mit anderen hier im Lager gesprochen? Ich kann dir etwas über die Studenten in meinem Haus erzählen. Wir sind die goldenen Hirsche. Nö, danke. Die Sonne wird bald aufgehen. Sag Alois, dass du fertig bist. Ja, gut, dann mache ich das mal. Wo ist er denn da hinten? So, Kollege. Ah, Lana, hast du schon mit den Haussprechern gesprochen? Was, du verlässt uns? Aber das geht doch nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, dich um etwas bitten zu können. Würdest du mir Gehör schenken? Na gut. Warum nicht, nicht wahr? I know you're heading for Ramire Village in order to find Gerald's mercenaries, but, well, perhaps you might consider changing your mind and accompanying us to Garrigmach Monastery instead. And why would I do that exactly? Because you've done us a great service and we don't have the means in camp to properly reward you. At the monastery, however, we can repay your kindness in full. Also, between you and me, this evening's turn of events was quite the embarrassment for the church. We allowed students of the Officers' Academy out of our sight, and house leaders of great political consequence at that. And then they crossed swords with bandits. If word got out, well, let's just say it would sit poorly with everyone. So you see why we must ensure you are well compensated. Also, there may be some papers for you to sign, perhaps in blood. Was? This sounds more like hush money than a reward. Yes, that's exactly what I told the fool knight who suggested it. Me, I'd just as soon send you on your way, but I fear I'm obligated to escort you back. Anyway, the whole thing will be much easier if you simply agree to come along. Just as a formality, of course. I think that was a threat. And here I thought he was a big softie. Well, what do you think? Garrigmach is in the opposite direction of where we need to be, but this man seems rather set on having us accompany them. Da wir wahrscheinlich noch überhaupt nicht in der Lage sind, Byleth auch nur einen Kratzer zuzufügen, würde ich sagen, aus freiem Willen zustimmen. I guess I'm not opposed to helping out a little more. I'll come with you to the monastery, but I'm not staying a single minute longer than I have to. Da habe ich meine Zweifel dran. Bless you, my friend. What a noble soul you are. I'd say you saved my bacon, but that would be utterly hammy. Alois, has anyone ever told you that you're... Don't
Some truths are simply too painful to bear. Muss ich Abel zustimmen? Ich hätte aber auch, glaube ich, meine Klappe nicht gehalten. While I'm no expert, I fear the poor man's heart couldn't handle the shock. Told me what? Told you how dashing you are in that armor. Not just any man can pull off that look. Ah, you like it? Wonderful. I admit I've received no small share of positive comments on it. Muss man zustimmen, die Rüstung ist nicht schlecht. There's a grand story behind every last ding and dent. Enough to keep me talking for a week. Why, take this one here. We heard you'll be joining us at Garrick Mock. Perhaps somewhat unwillingly, I might add. I know this wasn't in your plans, but if it lets us get to know each other better, perhaps it will prove worth it in the end. Dem kann ich nur zustimmen. Unwilling or not, we've got a long road ahead, so let's try to keep the mood light. I hesitate to ask this considering you're only here because of us. But, well, are you sure about this decision? The last thing we want is to desay you from your own business. Mir ist übrigens gerade wieder eingefallen, weil ich im letzten Kampf gesagt habe, wie Edelgard stirbt hier. Es hieß ja, vor Kapitel 4 können die gar nicht sterben, ne? Kann ich ja jetzt eigentlich ganz gechillt drauf loshauen. The knights may seem unwilling to bend, but it's not as if you have no say in the matter. Seine Entscheidung stehen, beklagen uns. Ich stehe zu meiner Entscheidung. Actually, I see this as just another chance to better myself. You are more gracious than I. But, as I see you've made peace with it, I will leave the matter be. Yes, that's quite enough chatter. Let's save our energy for the road. To the monastery. Oh Gott, ich werde echt müde gerade. Ich glaube, ich mache nach der Folge echt mal Schluss für heute. Wir haben ja schon gleich 11. Listen, I know this one's on me. I'm the one who roped you into coming back to camp after all. But I'll find a way to make it up to you, I promise. Keine großen Hoffnungen zeigen. Danken. Thanks, Claude. I know you will. Hey, hurry up back there or we'll leave you behind. You know you've had a busy day when you rub shoulders with the heirs to the Empire, the Kingdom, and the Alliance. I think they're a fascinating group of people myself, but what do you make of them? Über Edelgard nachdenken. Über Edelgard nachdenken. Seems like Edelgard thinks high enough of me. She's got this elegant air about her, but somehow doesn't hold any disdain for mercenaries. Über Dimitri Feels nachdenken. like Dimitri's always checking in on me every chance he gets. He'll definitely make a good king. The kind who looks after his people. Claude's a laid-back kind of guy who doesn't really strike me as noble. And I mean that in a good way. Something tells me he's gonna be easy to work with. Oh, genau deswegen macht's keinen Spaß. Of course, you only pick up on their rosy qualities. You really are a delight. Have I told you that lately? Still, you better pick up the pace before you vex these people any further. Prologue. 3 houses. Ist immer noch der Prolog. Ey, die Demo scheint echt lang zu sein, ne? Deep in the forest, the mercenary meets a trio of youths, each a student at Garrick Mock's Officers' Academy, and a leader of one of the school's 3 houses. Striking down the bandit chief who attacked the students brings undue attention to the mercenary, who soon arrives at the hallowed gates of Garrick Mock. Oder meinen die mit 3 Kapitel vielleicht einfach 3 Prologabschnitte? Garrick Mock Monastery. Oder wie es manche genannt haben, Nintendos Hogwarts. Es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn man ehrlich sein will. Und es ist ja auch nicht der schlechteste Vergleich, den man haben kann für sein Spiel. And with that, may I present the mercenary I spoke of? Greetings. My name is Rhea, and I am the Archbishop of the Church of Seros. Und ein Drache. Thank you from the bottom of my heart for rescuing Haben wir ja schon our gesehen. students. Stolz beweisen, bescheiden bleiben. I'm Bescheiden. just glad I could help. Such modesty is not required around me. Your actions were truly commendable. However, the reason we summoned you here was not simply to express our gratitude. We have a proposal for you. One made on behalf of the church itself. What kind of proposal? Someone told you of the Officers' Academy here at the monastery, yes?
We would have you join this academy as a student. You what? Though you are a mercenary, I understand you are not currently beholden to any one particular employer. Also, the students you rescued are close to your own age. Your life could be greatly enriched here. Or she's heard about our power and wants to keep us on a short leash. Schnauze. And yet she's taking it almost as a given that we'll accept. It's infuriating. I need to get stronger if I'm gonna do what I need to. Das habe ich aus Trotz gesagt. If your fancy school can really make that happen, consider me interested. The Knights of Seros, as well as many other powerful warriors, pass daily through the gates of this hallowed monastery. If strength is what you are after, we can certainly provide it in spades. They've really talked us into a corner here. Gott, ey, es tut mir leid. Ich glaube, ich muss echt pennen gehen. Demnächst mal. Ich baue gerade so dermaßen ab. Das ist der Wahnsinn. Zustimmen, mit Herkömmlich beizutreten. Ja! I'm in. A wise decision. We will do all we can to ensure you do not regret it. I believe you will go far. If I may, permit me to tell you a bit more about the school itself. The academy is divided into 3 houses and draws in the most promising young talents from every corner of Fodlan. Some are noble-born, while others spring from more humble roots. But within these walls, all are treated as equals. We ask our prospects to spend a year living under the same dormitory roof, so they can challenge each other, work hard, and grow together. Each of our houses corresponds to one of Fodlan's 3 regions. Edelgard leads the Black Eagle House, which is for students from the Adrestian Empire. Dimitri leads the Blue Lion House, home to students from the Holy Kingdom of Fargus. And Claude leads the Golden Deer House, for students from the Leicester Alliance. We could select a house for you ourselves, but as all of this was our idea, perhaps we should leave this decision to you. You are something of a special case, after all. So I can join any house I want? Yes, you have simply to name it. Ja, unsere Wahl ist ja schon lange gefallen. Ihr seht es auch im Thumbnail immer und ich habe es auch angekündigt. Deswegen werden wir Edelgard joinen. Ach ja. I wish to join Edelgard's Black Eagles. Are you certain? Ja. Yep, that's the one. I'm sure. May you build Ups, zu schnell. wonderful and lasting friendships in your new house. Oh, das werden wir schon, keine Sorge. Well then, with that taken care of, it's time to decide which of us will supervise which house. Yes, it turns out we just underwent a last-minute roster change. I guess you two haven't met. This is Professor Yuritsa, our weapons instructor. Hello. Ihn grüßen. Nice meeting you, sir. Don't load me up with too much homework, all right? Do my ears deceive me? Or is that curiosity I hear in your voice, Professor Yuritsa? I thought all the houses were the same to you. Perhaps you should be in charge of our new student's house, hmm? I don't care. You decide. Der ist echt begeistert von seinem Job. Well, you'll certainly hear no objections from me. Professor Manuela, you and I can take charge of the remaining houses. What? It's decided already? I was at least expecting a fight. Maybe some hair pulling? And as for you, my mysterious new student, I look forward to getting to know you much, much better throughout the year. The gall of these people making decisions for you. It's enough to make one's head spin. Right. In any case, I'm looking forward to learning from you, Professor Yuritsa. I'll inform you of our first mission soon. Sorry, what mission? Oh, did we fail to mention that? Each month, every house in the academy is given a mission entailing some form of service to the church. Die Studenten aus dem Haus der Schwarzen Adler können nun gespielt werden. Yes! Edelgard, Level 1.
Hubert Level 1, Dorothea Level 1, Level 1. Das werden wir ändern. Da muss am Ende eine 80 stehen, mindestens. Bei den meisten jedenfalls. Well, Mal what do you think? I believe there is a very good chance it will work. Perhaps, Lady Edelgard. But is that chance not outweighed by the danger of matters going awry? We have managed to walk the knife's edge so far. But what you are suggesting is open hostility. If they so much as catch wind of our intentions, things will go sideways very quickly. Regardless, this is our last opportunity to save her. Frankly, it's a miracle we even have the chance. I thought you once proclaimed not to believe in miracles, Lady Edelgard. And I don't. At least not the kind one has to sit around and wait for. But right now, everyone is exactly where we need them. Her, the bandits, the string pullers, and the perfect instructor with the perfect mission. I'm going to make this miracle happen, and I will do so for our future. Then we'd best have a plan in place to finish the job, in case I expected you to burn a few bridges. But this plan would be akin to setting half the countryside on fire. Which is exactly why I'm counting on you, Hubert, and why I'm grateful to have you by my side. Welcome to the Black Eagle House. I'm pleased you selected us. Da hat jemand auf jeden Fall einen eigenen Plan am Laufen. Das war ja auch im Original so, also in Free Houses. Whoa, wait, what? You're a student now? Ja. And not only that, you're one of us? That's great! Ja. Stop! I don't know this person! Oh, why are there so many new faces? That's what you get for skipping this year's first field excursion, Byrne. A lot happened. There was even a bandit attack. Did you really not hear about any of this? Bandits! Now I'm extra glad I skipped out. I must say, the church took a bold step in enrolling you. A decision which I, of course, fully support. You helped Edelgard, and we stand to learn quite a bit from one so skilled. Yes, I have eagerness to examine the fighting of mercenaries. We should be sparring, 1 versus 1. Nein, wir hatten unser Duell gegen Felix gar nicht, ne? Oh, ich habe einen morgengrauen Zeit. Wait, hold on. Oder auch nicht. Do you have a crest? Did Professor Hanneman even check? Oh, he checked all right. Sorry to say I'm certifiably crestless. Strange. You definitely seem the type. But I suppose I'm just imagining it. And now you know the rest of our house. As you already met some of us in camp, I assume you knew what you were getting into. We may not be perfect, but we support each other as best we can. Please try your utmost to get along with everyone. Here approaches Professor Yaritza. That makes all of us. Remember your mission? We are to eliminate the remaining members of the Iron King's thieves that attacked our camp. The chief, Kostet, has already been struck down, and now only a scattering of brigands remain. Even with our limited experience, we should be able to defeat them handily. Good. Prepare yourself. Of course, Professor... Oh, he's gone. So it would seem. Right then. We'd better get all of our waterfowl in a row. Wait, but I need to tell the professor I can't participate? Oh, good work, Bernie. Why didn't you speak up sooner? I know what you mean. I never even got the chance to break out my best. Leave it to me, Professor. He's a real tough nut, that's for sure. Says just as much as he has to, then makes tracks. Für Gutbefinden eine Augenbraue hochziehen. Ja, für Gutbefinden. The less you say, the greater your mystique. True enough. There's not much charm in someone who talks your ear off at every opportunity. Whatever the case, I expect all Black Eagles to participate in this mission, including you, Bernadetta. You can do this. And I look forward to seeing our mercenary friend here in action. Das wird schon. I won't let you down. Ich würde gerne speichern. 2 Wochen später. Ich würde gerne speichern. There you are, Yaritza. I have word from the knights. It is time. Yes.
The bandits have fled north into the canyon bordering Count Ro's land in the kingdom. But the knights have cut off their escape, and now stand ready to provide whatever support the students may require. We'll leave at once. I needn't remind you, this is the first real battle for some of our charges. I trust you will keep them safe, though I likely do not need to worry with an old hand like you at their side. No, you don't. You there. It's time for the mission. Gather the others. About time we saw some action. Speichern? Bitte? Bitte, danke. Lost sight of them? Ashamed to admit it, but yes. It's possible someone magicked the bandits away. But why go to that kind of trouble for a handful of highwaymen scum? So be it. We'll follow the blood scent. Right, of course. We'll follow... Wait, what? We're leaving. Everyone, follow me. Professor, wait! Well, he must have some idea where the bandits went. Let's hurry after him. Pathetic. Professor Yuritsa, you shouldn't charge ahead like that. It's far too dangerous. Wait, what is all this? Bandits! Dead by my hand. Yes, they look quite dead indeed. Are these the miscreants we were meant to deal with? How is one to tell? One uncouth ruffian looks much the same as any other. Do you know, Professor? Were you following some manner of lead? No, but it's them. They were trying to escape to that fortress. That fortress? Yes, Caspar, that's what he said. Something you want to share? Nope. It just seems suspicious. You're something else, Caspar. Still, I guess the place does look kind of suspicious. We're near the border of the kingdom and the empire, but that is no imperial outpost. It's not the kingdoms either, and they're not flying any kind of banner. I'm guessing it's a bandit hideout. Then give us allowance to be storming their base and crushing them under our feet. Die ist ja gut drauf. It might be a little dangerous for us to handle on our own, Petra. Yes, I mean, I agree. We should all, go home. Right now. But the bandits might be inside, and they must answer for their crimes. It is our noble duty to finish them off before they can bring harm to another soul. This isn't about nobles. It's about doing the right thing, period. And striking down evil is the Caspar way. Zu ihrer nahelegenden Angriff zustimmen. Ah, wir sind bei die Vernünftige. It's not smart to rush an enemy stronghold when we have no idea what's waiting for us inside. We should hold off for now. Huh. I hadn't pegged you as the cautious type, but maybe that's what we need. Enough. This is not our decision to make. Professor Yuritsa? The mission stands. Enter the fortress. Dispatch any bandits you find. Dieser Yuritsa war ja, glaube ich, ein Zwischenboss in Three Houses, glaube ich, wie gesagt. Und war unter Kontrolle von Edelgard, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Der war auf jeden Fall nicht da. There are no signs of life. We may be chasing ghosts. Professor, are you having the ability to speak with ghost spirits? Hä? Die Banditen sind weggeflogen, Magister, haben Flügel. Das hat sie gar nicht gesagt. Wer ist für diese Übersetzung zuständig? Das hat die gar nicht gesagt. It is just an expression, Petra. It means there is probably no one here. Ah, I am understanding now. You have my thanks. This language has much peculiarity some of the times. Well, if that's settled, let us make ready. Make sure you're prepared before we head out. Ich mag wirklich die Grafik von dem Spiel. Ich finde das Spiel richtig schön. Bedingungen für Sieg, Diebe werden besiegt. Wow. Bedingungen für Sieg in der Lage, ein Kampf endet in einem Sieg, wenn du die Bedingungen für den Sieg erfüllst, und in der Niederlage, wenn du die Bedingungen für die Niederlage erfüllst. Werden wichtige Einheiten wie der Hauptcharakter und die Haussprecher besiegt, endet der Kampf eben für die Niederlage. Wer hat's gedacht? Diese Bedingungen können sich im Laufe des Kampfes ändern. Du kannst die Bedingungen für Sieg und Niederlage im Kampfvorbereitungsmenü ansehen und in dem Pausenmenü Kampfdetails auswählst.
Es gibt keine Bedingungen für Niederlage. Okay. Ich würde aber gerne speichern. Ah, danke, ich darf speichern. Dann würde ich sagen, wie dieser Kampf ausgeht, Leute, das sehen wir dann beim nächsten Mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs dabei sein. Macht sich gut besser. Euer Schrapsel. Die erste Runde schlafen geht. Bis dann und ciao.